Hallo Freunde des gepflegten Cyberpunk, hier ist der André von Night City Live und heute habe ich für euch im Gepäck einen Test zu den Kunstdrucken zu Cyberpunk 2077, die gleichzeitig die weltweit ersten offiziellen Fanprodukte überhaupt sind zum Spiel. Zu kaufen gibt es die Kunstdrucke auf der Website von Cook & Becker in den Größen 29 x 60 cm und 43 x 90 cm. Bei der Verarbeitung habt ihr die Wahl zwischen ungerahmt, Debond Dia-Segment Acrylglas, Debond mit Liquid Gloss als feiner Print auf Metall oder mit einem schwarzen Holzrahmen und Acrylglas. Auf der Website gibt es dann noch Vorschaubilder zum Artwork, zu dem 5 cm Rand drumherum und wie das Ganze bei euch zu Hause hängen könnte. 3 bis 5 Werktage dauert die Lieferung oder bis zu 3 Wochen, je nachdem welche Ausführung es ist, zum Beispiel Debond. Zahlen könnt ihr per Überweisung, Kreditkarte oder PayPal und verschickt wird in die gesamte Welt außer nach Russland und Brasilien. Aber wer oder was sind genau Cook & Becker? Cook & Becker ist ein weltweit agierender Kunsthändler mit dem Sitz in den Niederlanden und hat sich darauf spezialisiert, digitale Künstler oder Kunst aus Videospielen zu vertreten. Die Firma hat es sich zur Aufgabe gemacht, qualitativ extrem hochwertige Kunst in limitierter Auflage zu verkaufen. Dabei hat man bereits mit vielen großen und namhaften Spielestudios zusammengearbeitet, um Kunstdrucke oder Artbooks zu veröffentlichen. Die einzelnen Kollektionen sind, wie gesagt, streng limitiert und so hat man pro Motiv meistens eine Auflage von zwischen 15 und ungefähr 100 Kunstdrucken. Für jeden Kunstdruck befindet sich somit die Editionsnummer und es kommt mit einem Echtheitszertifikat. Auf manchen Kunstdrucken ist sogar die handschriftliche Signatur des Künstlers oder eines Entwicklers. Ich selbst bin begeisterter Sammler von Kunst aus Videospielen und Filmen und habe bereits in der Vergangenheit Kunst bei Cook & Becker bestellt. Da habe ich mich natürlich besonders über den Release der Kunstdrucke von Cyberpunk 2077 gefreut und mir im Vorverkauf bereits eine niedrige Editionsnummer gesichert. So, hier ist nun das gute Stück, das kam über DPD mit einer sehr stabilen Versandrolle an. Ganz wichtig beim Auspacken, immer alle Klammern entfernen, denn ihr wollt hinterher beim Rausziehen keine schäbigen Kratzer auf eurem Kunstdruck haben. Dann haben wir noch ein bisschen Plastik zur Polsterung, aber das macht das Unboxing noch viel spannender. Nicht gierig den Kunstdruck auspacken und hinterher alles andere wegwerfen, da ist noch was drin in der Tube. Das ist das Echtheitszertifikat von Cook & Becker, da stehen auch nochmal alle wichtigen Infos drauf, wie zum Beispiel die Editionsnummer, das Datum vom Druck, die Maße und ganz wichtig die Signatur vom Künstler, also vom Konzeptzeichner Bernhard Kowalczuk von CD Projekt Red selbst, der dieses hier unterschrieben hat. Unten ist dann nochmal eine Prägung mit dem Gicli-Symbol sowie die Unterschrift von dem jeweiligen Mitarbeiter der Druckerei, der sich darum gekümmert hat. Nein, immer noch nicht die Tube wegwerfen, da ist noch mehr drin.
Das ist nicht das Arbeitswerkzeug für eure nächste Cyberpunk 2077 Pantomime, sondern dient vielmehr dem Schutz des Kunstdruckes vor euren Händen oder vor eurer Haut, denn ihr könntet ja noch unbewusst zum Beispiel einzelne Fettrückstände auf der Haut haben, die unschöne Flecken auf dem Kunstdruck machen, und das möchte man einfach nicht. Ich habe schon sehr sehnsüchtig auf diesen Kunstdruck gewartet. Insgesamt muss man allerdings sagen, habe ich etwas länger gewartet für dieses ungerahmte Bild, denn eigentlich sind ja 3 bis 5 Tage angegeben und bei mir waren es jetzt eigentlich fast 2 Wochen. Ich hätte es am 30. August bezahlt und am 13. September war es dann letztendlich da. Der Kunstdruck, den ich jetzt bestellt habe, ist die kleinere Variante mit 29 x 60 cm und hat eine Auflage von 100. Das größere Modell dagegen von 25. Cook & Becker arbeitet eng mit CD Projekt Red zusammen, konnte mir aber noch nicht offiziell bestätigen, dass noch weitere Motive aus der Reihe folgen werden. Wow, richtig, richtig schön. Also ich bin super zufrieden mit diesem Kunstdruck, insbesondere was die leuchtenden Farben angeht, und die Komposition von dem Bild gefällt mir sehr, sehr gut, und deswegen habe ich mich auch für dieses Motiv entschieden. Andererseits finde ich das Trauma-Team auch cool, weil ich selber im Medizinberuf arbeite und ich das Motiv auch inhaltlich interessant finde, weil wir diese friedliche Sommerparty oder diesen Summer Rave haben in Night City, wo jemand leider eine Überdosis genommen hat, und jetzt muss das eher grimmig dreinguckende Trauma-Team einschreiten, um denjenigen wieder zurück ins Leben zu holen. Als nettes kleines Detail hat man hier auch nochmal eine Prägung eingefügt mit dem Logo von CD Projekt Red. Sehr schön. Wenn ihr genauer hinschaut, seht ihr sogar, dass der Kunstdruck ein breiteres Format hat als das Artwork, wie es damals von CD Projekt Red veröffentlicht wurde. Daher sehen wir auf der linken Seite jetzt noch das Bikini-Mädchen und rechts den Herrn mit den Beinimplantaten und den Flipflops. Beide waren vorher im Artwork nicht zu erkennen. Hier einmal nebeneinander, rechts Konzeptbild, links Szene aus dem E3-Trailer. Zum Vergleich möchte ich aber noch ein paar Worte über die anderen Verarbeitungsmethoden verlieren, die Cook & Becker anbietet. Beim Metalldruck wird direkt auf eine Metallplatte gedruckt und da bleibt der Look vom eigentlichen Kunstdruck sozusagen auch noch erhalten, es sei denn, man wählt ein Metallfinish. Beim Debond-Verfahren kommt der Kunstdruck auf eine spezielle Aluminiumplatte, die beim Diasec-Verfahren noch eine Gelbeschichtung und Acrylglasplatte als Abdeckung erhält und beim Liquid Gloss dagegen ein aufgegossenes Epoxidharz, das anschließend aushärtet. Das hier ist jetzt auch ein Metalldruck, wie ich ihn bei mir zu Hause habe. Der ist allerdings nicht von Cook & Becker, sondern soll jetzt einfach nur mal zum Vergleich dienen. Das ist also ein Artwork von Yoji Shinkawa zum Metal Gear Solid 5. Ich habe damals den Metalldruck gewählt, weil es einfach keine andere Methode gab, bin aber eigentlich eher Fan von den traditionellen Rahmen. Das hier müssten einmal traditioneller Druck, Debond und Metallschild zum Vergleich sein. Ihr könntet die Kunstdrücke zu Cyberpunk 2070 bei Cook & Becker auch einfach vorgerahmt kaufen, dann kommt eine Acrylglasplatte davor und ein schwarzer Holzrahmen drumherum. Gerahmt kann so ein Kunstdruck natürlich besonders sexy aussehen. Hier seht ihr einmal ein Artwork zu Journey, dem PlayStation 4 Spiel. Das habe ich damals auch bei Cook & Becker gekauft.
sogar noch mit einer Signatur vom Künstler oder von den Entwicklern vorne drauf. Allerdings habe ich das Bild später nachträglich rahmen lassen, um auch die Rahmenfarbe zum Bild anzupassen und auch entspiegeltes Glas zu verwenden. Aber dieser Kunstdruck sah vorher eigentlich genauso aus wie der von Cyberpunk 2077, wie ihr ihn gerade gesehen habt. Damals gab es noch diesen Aufkleber extra dazu, da sind auch nochmal die Signaturen drauf, die es auch vorne auf dem Kunstdruck gibt. Für mich eigentlich persönlich ziemlich wichtig. Was sind Faktoren, die bei der Qualität von Kunstdrucken eine Rolle spielen? Das ist zum einen die Vorverarbeitung, dann das Papier und zu guter Letzt auch die verwendeten Farben. Nachdem Cook & Becker die hochaufgelösten Artworks von den Spielestudios erhalten hat, werden diese noch einmal digital aufbereitet, damit sie bei den unterschiedlichen Druckmethoden optimal aussehen. Cook & Becker verwendet für die Kunstdrucke das Papier von der deutschen Firma Hahnemühle, die in dem Künstlerbereich eigentlich weltweit sehr renommiert ist. Wenn man über die Qualität von Papier spricht, wird häufig auch das Papiergewicht genannt und da gibt es die Abkürzung GSM als Einheit, das ist quasi Grams per Square Meter, also Gramm pro Quadratmeter. Zum Vergleich, der Cyberpunk-Druck hat eine GSM von 270, normales Drucker- oder Briefpapier hat eine von 80 bis 100 und Fotopapier hat etwa 200 bis 260. Generell spricht man bei einer GSM von 150 von Papier, bei 150 bis 600 von Karton und bei einer GSM von über 600 von Pappe. Digitale Drucke werden auch als Geekly bezeichnet und da in puncto Papier, limitierter Edition, Materialien, Hardware, Farbe und Drucktechnik die Arbeit von Cook & Becker entsprechende Standards erfüllt, ist sie auch als Geekly offiziell zertifiziert. Wie wichtig die richtige Farbe sein soll, soll dieser Vergleich von Cook & Becker zeigen. Beim unteren Kunstdruck bleichen die Farben nach intensiver Sonnenbestrahlung deutlich aus und beim oberen nicht. Cook & Becker ist sich bei der Druckqualität so sicher, dass die Farben wie beim Cyberpunk 2077 Druck mindestens 100 Jahre lang halten sollen, sodass ihr darauf eine lebenslange Garantie erhaltet. Ich habe euch jetzt ziemlich viel zum Thema Kunstdruck allgemein und zu den jeweiligen Verarbeitungsmethoden erzählt. Ich hoffe jedoch, dass es euch dabei geholfen hat zu verstehen, was dahinter steckt und wie sich die jeweiligen Preise zusammensetzen. Wenn wir also nun auf die Preistabelle von Cook & Becker schauen, sehen wir, dass die Preise für den regulären Cyberpunk 2077-Fan recht hoch liegen. Der Kunstdruck, den ich mir gekauft habe, kostet 89 €, mit Mehrwertsteuer sogar 107,69 €. Das Dibond mit dem Kunstharzüberzug ist dann direkt das nächst teurere, gefolgt vom Metalldruck, dem Holzrahmen und am Ende dann das Dibond mit Diasec und Acrylglas. Ich habe mir die ungerahmte Leinwand gekauft, da sie mir die beste Flexibilität ermöglicht. In der Tube kann man den Kunstdruck recht platzsparend und vor allem bruchsicher lagern. Später kann man sich dann mit dem nötigen Kapital für einen Rahmen entscheiden, der mit den Farben des Motivs harmoniert. Die Preise für die Rahmung bei Cook & Becker sind recht fair, denn aus eigener Erfahrung weiß ich, dass eine spezielle Rahmung je nach Material und Größe um die 100 € kosten kann, mit Passepartout und einem entspiegelten Glas sogar 200 €. Ihr werdet nämlich sehen, dass aufgrund der Maße ein einfacher Rahmen zum Beispiel von IKEA nicht so leicht passen wird. Es gibt natürlich auch günstigere Alternativen im Netz. Viele Online-Shops der jeweiligen Publisher verkaufen ebenfalls Poster und Kunstdrucke, teils fertig mit Rahmen und Signatur des Künstlers. Und es gibt natürlich auch semi-offizielle Drucke von Künstlern, die tolle Fanart machen. Insgesamt bin ich mit dem Druck von Cook & Becker sehr zufrieden. Es gibt aber auch Sachen, die ich weniger gut finde oder schade, zum Beispiel in diesem Fall, dass der Künstler vorne nicht selber den Kunstdruck signieren konnte. Denn als Fan kommt man an solche Signaturen nur schwer ran. Ich hatte bei diesem Street Fighter Kunstdruck von Cook & Becker das Glück, mir zumindest eine Signierung von Yoshinori Ono auf einem Launch-Event abzuholen.
Außerdem verstehe ich nicht, warum dieser Sticker nicht mehr dabei ist, denn wenn der Künstler damals das Echtheitszertifikat unterschrieben hat, wurde dieser Sticker gleich mit unterschrieben. So konnte man damals zumindest den Sticker mit der Signierung auf dem Rahmen platzieren, selbst wenn der Kunstdruck nicht unterschrieben wurde. Da das Echtheitszertifikat meistens in einem Ordner oder einer Schublade verschwindet, hätte man so noch eine persönliche Note des Künstlers in der Nähe des Artprints gehabt. Wenn man also ein abschließenden Fazit positiv und negativ gegenüberstellt, kann man zum Cyberpunk 2077 Kunstdruck sagen, dass es ein offiziell lizenziertes Produkt ist, das extrem hochwertig verarbeitet ist und eine lebenslange Garantie besitzt. Der Kunstdruck ist limitiert, hat also einen hohen Sammlerwert und besitzt ein Echtheitszertifikat, das vom Künstler selbst signiert wurde. Auf der anderen Seite haben wir natürlich negativ einen hohen Anschaffungspreis. Der Kunstdruck selber ist auch nicht vom Künstler handsigniert und der Sticker, der früher dabei war mit der Signatur, der ist jetzt nicht mehr enthalten, wobei das vielleicht etwas weniger ins Gewicht fällt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Night City Live.